Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Neu bei Fellner live ab dieser Woche jeden Tag ein Unternehmer des Tages oder ein Manager des Tages und ein ganz spannender Unternehmer jetzt bei mir zu Gast, Karl Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Sie kennen ihn vielleicht ein bisschen von Society-Seiten oder auch von Politik-Seiten. Er war einer jener jungen Unternehmer, die vor 2 Jahren am Beginn von Türkisblau gestanden sind und sich sehr für Türkisblau ausgesprochen haben, in der Hoffnung, dass was weitergeht im Land. Richtig, Herr Ochsner? Ist richtig so. Ja, also eigentlich einer, der die FPÖ und Strache unterstützt hat, in der Hoffnung, dass eine Regierung zustande kommt, die einmal was für die Wirtschaft tut, richtig? Naja, Parteipolitik liegt mir jetzt nicht unbedingt so, aber es ist richtig, dass ich viel Hoffnung in die letzte Regierung gesetzt habe, wie, glaube ich, die gesamte Wirtschaft und die Industrie, weil wir natürlich nach einem längeren Stillstand auch über ein Jahrzehnt uns gefreut haben, dass also auch für die Wirtschafts- und Standortpolitik in Österreich einiges weitergeht, und insofern habe ich die gesamte Regierung unterstützt. Das war aus einer gewissen Allergie von Rot-Schwarz gegenüber, nicht? Dass Sie gesagt haben, das Land ist in einem Stillstand, da muss endlich was weitergehen. Ne? Ja, Österreich war vom Standortrating einfach sehr weit zurückgerutscht, und für uns als Unternehmer mit einer sehr hohen Exportquote war es einfach wichtig, dass der Standort konkurrenzfähig ist international, und da haben wir also auch viel Hoffnung in die Politik gesetzt, und insofern war es, glaube ich, auch gut, und die vergangene Regierung hat ja auch einiges bewegt. Und jetzt ist es spannend, dass Sie einer der wenigen Blauen sind, die ganz offen sagen, Türkis-Grün finde ich spannend. Und darüber werden wir gleich reden, das natürlich primär aus Ihrer beruflichen Situation heraus. Aber warum finden Sie Türkis-Grün spannend? Also noch einmal, ich bin parteipolitisch einfach neutral. Ich interessiere mich sehr für Sachthemen und da vor allem für Wirtschaft und Umweltpolitik. Wir als Unternehmen setzen uns seit Jahrzehnten für den Klimaschutz ein. Das ist überhaupt nichts Neues und schon gar nicht aktuell. Es ist aber jetzt wichtiger denn je, ja, weil unser Planet leidet. Und man sieht die Folgen des Klimawandels immer mehr auch im Alltag. Das kann keiner mehr ignorieren. Und es ist sowohl die Gesellschaft als auch die Wirtschaft, die Industrie angehalten, hier einen Beitrag zu leisten, dass das nicht noch schlimmer wird. Und Sie sagen, wenn diese türkis-grüne Regierung Umweltbewegung und Wirtschaft jetzt zusammenbringt, dann wird es für Österreich ganz, ganz spannend. Ich hoffe das. Ich habe auch bei der letzten Regierung immer etwas vermisst, dass der Klima- und Umweltgedanke zu kurz gekommen ist. Und ich setze also sicher große Hoffnung jetzt in diese neue Konstellation und sehe da für unser Land, sowohl für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft, viele Chancen und freue mich drauf. Über das werden wir gleich reden, aber zuerst kurz zu Ihrer Firma. Das ist die Ochsner Wärmepumpen GmbH. Das ist insofern eine ganz spannende Firma, als sie durchaus repräsentativ steht für viele, würde ich sagen, kleine bis mittelgroße Unternehmen, die von klein derzeit am Weg nach ganz oben sind, mit dem Gedanken, Umweltschutz als Wirtschaftszweig zu betreiben. Ja? Denn sie machen Wärmepumpen, und das heißt konkret was? Also grundsätzlich einmal vielleicht zu unserer gesamten Industrie. Also die Umwelttechnikindustrie in Österreich ist nicht mehr ganz so klein. Also wir beschäftigen in Summe dort 41.000 Leute in 2.500 Unternehmen, und der Umsatz ist schon über 12 Milliarden. Wir als Wärmepumpenhersteller erzeugen eben Wärmepumpen für den privaten und gewerblichen Gebrauch, nutzen 75% der Umweltenergie, um Gebäude zu heizen, aber auch zu kühlen oder heißes Wasser zu bereiten, und was also auch ein starker Trend ist in der Industrie, um die hohen Temperaturen für Prozessenergie und Prozesswärme auch zu erzeugen, umweltfreundlich, klimaschonend. Das heißt, für Leute, die eine Ölheizung verwenden oder eine Elektroheizung verwenden, haben Sie eine praktisch geniale Alternative. Das ist die Wärmepumpe, und da wird ein erhitztes Wasser sozusagen als Kreislauf, damit man sich das vorstellen kann, durchs Haus getrieben im weitesten Sinn, und der erspart sich jede Form der Ölheizung etc., weil er eben diese Wärmepumpe hat, die meistens im Optimalfall auch noch mit Solarenergie angetrieben wird. Ne? Korrekt, das basiert auf einem physikalischen Prozess, dem Carnot-Prozess. Haben wir alle zu Hause, den Kühlschrank, und es wird eben Umweltenergie aufgenommen, um ein Kältemittel zu erhitzen und gasförmig zu machen. Das wird vom Kompressor komprimiert, wie bei einer Vorradlpumpe. Da entsteht Wärme,
und die wird dann abgegeben an das Heizungswasser oder an das Warmwasser. Und das Interessante ist eben, dass man diesen Kreislauf umdrehen kann, um im Sommer das Haus auch zu kühlen. Und es gibt jetzt eben schon sehr große Wärmepumpen, um Wolkenkratzer, Shoppingcentern oder eben auch Industrieprozesse damit zu bedienen. Ja, das ist der geniale Nebeneffekt. Ursprünglich war das ja, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, primär fürs Warmwasser. Genau. Ne? Da hatte man so eine Art Wärmepumpe oder Boiler oder so, um sich das Warmwasser herzurichten. Das haben Sie jetzt erweitert für die Heizung im ganzen Haus. Und das Geniale an dem Ganzen ist, im Sommer kann man das praktisch auch noch als Aircondition fürs Cooling verwenden. So ist es. Ja? Und das extrem umweltfreundlich, weil wenig Energie, sprich Strom, verwendet wird und auch noch die Möglichkeit ist, das natürlich über ein Solarpanel zu betreiben. Ne? So ist es. Also 75% Energie ungefähr kommt aus der Umwelt, aus der Sonne, aus der Luft oder aus dem Grundwasser oder aus der Erde. Und 75% der Energie genau, kommt prinzipiell aus der Umwelt. So ist es. Ja? 25% aus der Steckdose. Das kann dann unterstützt werden mit Solarstrom, wie Sie richtig sagen. Aber in Österreich haben wir auch einen sehr, sehr hohen Anteil an erneuerbaren Strom, also Wasserkraft, Grünstrom. Das heißt, die Wärmepumpe arbeitet wirklich sehr, sehr umweltschonend und klimafreundlich. Darf ich fragen, wie viel kostet es ungefähr für ein Haus, für ein Einfamilienhaus? Für ein Einfamilienhaus, für eine, würde ich sagen, Standardgröße 180 Quadratmeter, reden wir irgendwo von 10.000 bis 15.000 Euro. Das ist in Wahrheit billiger als eine Ölheizung. Ich glaube, in der Anschaffung ist es wahrscheinlich noch etwas teurer, aber im Betrieb ist es auf jeden Fall günstiger. Und für ein größeres Haus reden wir vielleicht dann von 20.000 bis 30.000 Euro. Die man braucht um das ganze Haus. Und dann braucht man keine Ölheizung mehr. Das heizt das ganze Haus für den Winter sozusagen wohlig warm. Inklusive Warmwasser, korrekt. Und das war sozusagen Ihr Geschäftsgeheimnis, das einmal für private Haushalte zu machen. Da haben Sie 10.000 schon ausgestattet, bis jetzt pro Jahr, und wollen das jetzt verdoppeln auf 20.000. Also haben da extrem investiert in größere Hallen etc. Ne? Ja, also wir produzieren eben seit 40 Jahren Wärmepumpen. In Österreich gibt es übrigens noch auch andere sehr gute Hersteller. Also die Wärmepumpenindustrie in Österreich ist eine sehr gute und international sehr konkurrenzfähige. Wir produzieren am Standort Haag, Made in Austria, haben eine Exportquote von 80%. Und nachdem die Nachfrage international massiv zunimmt, dürfen wir jetzt unsere Kapazitäten am Standort Haag also erweitern und gehen eben jetzt von 10.000 pro Jahr auf 20.000 pro Jahr, um eben auch also in den nächsten Jahren gewappnet zu sein für das Wachstum, was hoffentlich kommt. Im letzten Jahr hatten Sie 50% plus. Jetzt wird es allalong sicherlich nicht in einem Jahr sogar verdoppelt. Ne? Ja, die letzten 5 Jahre war es in Summe 50%. Wir haben natürlich ehrgeizige Ziele, aber wir rechnen also jedes Jahr mit einem weiteren Wachstum von ungefähr 10%. Und um das auch für die nächsten Jahre zu stemmen, müssen wir erweitern. Weil, und Sie haben das ja schon angesprochen, diese umweltfreundliche Energiewirtschaft derzeit ein ganz großes Asset in Österreich ist. Ist ein großes Asset. Ich glaube, das gesamte Thema Green Tech ist eine große Chance für uns alle. Deswegen sollten wir es auch unterstützen. Ich denke mir, Europa und auch Österreich hat in einigen Dingen wirtschaftlich nicht mehr ganz die Nase vorn. Ich sage mal künstliche Intelligenz, IT, auch Photovoltaik ist also Amerika oder auch Asien. Und in dem Green Tech-Bereich ist Österreich wirklich sehr, sehr stark. Und diese Position sollten wir nicht aufgeben. Und deswegen glaube ich auch, dass das neue Regierungsprogramm wirklich eine Chance ist für uns. Das ist ja das Spannende, dass wir Österreicher eigentlich ganz still und leise Green Tech Champions sind. Ne? So ist es. Ja? Da können wir stolz sein drauf. Da gibt es ja viele Ochsners. Gibt es sehr viele Unternehmen wie uns, die sehr erfolgreich sind. Und die alle eigentlich auf moderne Energiepolitik setzen. Ja? Bei Ihnen ist ja wirklich das Geheimnis, Sie sparen wie viel CO2 ein mit Ihrer Technik? Also wir haben jetzt in den letzten Jahren mit unseren Kunden gemeinsam über 2,5 Millionen Tonnen eingespart und es wird jedes Jahr mehr. 2,5 Millionen Tonnen CO2. Das ist ungefähr der Ausstoß einer Kleinstadt wie Linz, ja. Oder einer größeren Stadt wie Linz. Die man einspart, wenn man von einer Ölheizung eben auf ein Wärmepumpensystem umsteigt. In Summe auf jeden Fall, ja. Und da gibt es ja viele andere Dinge, die jetzt dazukommen. Da gehört natürlich Hausdämmung dazu, da gehört alternative Energie dazu. All das gemeinsam ergibt sozusagen ein zumindest im Energieaufkommen neutrales, wenn nicht sogar positives Österreich. Ne? Das ist das Ziel und das ist auch das Ziel der neuen Regierung, bis 2040 CO2-neutral zu sein, im According zum Pariser Abkommen. Jetzt darf ich Sie fragen. Sie waren also ursprünglich für Türkis-Blau, sind ja da durch alle möglichen Medien auch als FPÖ
Unternehmer geschleift worden, kann sich sicher der eine oder andere Zuseher daran erinnern, sind viele Geschichten über sie erschienen, sowohl auf den Society als auch auf den Politik, als auch auf den Wirtschaftsseiten. Und sie hatten gewisse Sympathien. Sind Sie eigentlich von Türkis-Blau sehr enttäuscht als Unternehmer, was daraus geworden ist dann? Ibiza-Video und so weiter? Also grundsätzlich nochmal, ich bin jemand, der wirklich an Sachpolitik orientiert ist. Ich war mein Leben lang also auch ein Wechselwähler. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ich habe immer dort meine Stimme hingegeben, wo ich mir gedacht habe, das ist für die jetzige Situation das Beste. Ich war damals überzeugt, dass der Stillstand der Vorvorgängerregierung einfach beendet werden muss, auch für die Standortfrage. Und ich glaube, dass damals auch das ein gutes Konzept war, die türkisblaue Regierung. Und wie glaube ich alle, war ich da natürlich negativ überrascht, wie das geendet hat. Und ich glaube, wie jeder schütteln wir den Kopf drüber. Ja. Jetzt ist es hat es ein paar Interviews gegeben mit Ihnen, wo Sie gesagt haben, Sie waren sehr, sehr frustriert, wie Sie das gehört haben? Ja, frustriert, aber ich sage, ich war überrascht und ich hätte es auch in dem Ausmaß auch gar nicht vermutet. Aber als Unternehmer denkt man sofort weiter und ich glaube, dass für unser Land und auch für unser Klima einfach die neue Regierung eine große Chance ist. Und als Unternehmer ist man sowieso, also das ganze parteipolitische Thema ist mir noch nie gelegen. Ich glaube, wenn jemand, egal von welcher politischen Richtung er kommt, ob von Rot, von Grün, von Blau, von Schwarz oder auch von den Neos oder sonst jemanden, wenn er eine gute Idee hat, soll er sie bringen und dann soll man sie unterstützen. Es gibt ja ein paar Interviews, da haben Sie schon seinerzeit, als Sie noch sozusagen als FPÖ-nahe etikettiert wurden, gesagt, an dieser türkis-blauen Regierung stört Sie, dass da nichts über Umweltpolitik drinnen ist, nicht? In dem Regierungsprogramm hatten Sie damals schon Kritik geübt, nicht? Wenn ich mich richtig erinnere. Es war mir einfach zu wenig und ich glaube, ich freue mich, dass jetzt mit der neuen Regierung das Thema Klimaschutz also deutlich ernster genommen wird. Weil Sie sagen, eine Regierung muss heute in der Umweltpolitik Flagge zeigen. Ich glaube, dass Politiker, die sich mit dem Thema Klimaschutz nicht auseinandersetzen, einfach abgewählt werden europaweit. Und das hat auch die neue Regierung ganz klar erkannt. Und deswegen ist es ja auch im Regierungsprogramm so stark verankert. Ja. Ist ja spannend, Sie sind ja als Unternehmer auch beim WWF dabei, wenn ich richtig informiert bin. Bei der WWF Climate Group, ja, das ist also ein Zusammenschluss aus Unternehmern, die sich also da einsetzen für diesen Wandel in der Gesellschaft. Da gibt es also große Unternehmen wie die Allianz, IKEA, Spar, ÖBB oder auch wir, die sich da also wir als Kleinerer, aber da stark engagieren. Und da geht es einfach darum, also wirklich in der Gesellschaft Impulse zu setzen, auch in der Politik Impulse zu setzen, um also nachhaltig für Umwelt- und Klimaschutz einzutreten. Ja. Und spannend habe ich ja auch gefunden, dass Sie als Unternehmer, der ursprünglich als FPÖ nahe gegolten hat, immer gesagt haben, ich bin eigentlich ein Fan der Fridays for Future Bewegung. Ja, also ich glaube, es ist immer gut, wenn sich junge Menschen für ihre Überzeugungen einsetzen. Und ich habe immer gesagt, solange die Schulergebnisse nicht leiden, können die auch für ihre Themen auf die Straße gehen. Ich glaube, diese Bewegung hat viel erreicht, viel bewegt, viel Aufmerksamkeit erzielt und die Politik auch ein Stück weit vor sich hergetrieben. Und das ist also auch, glaube ich, in Ordnung so. Und spannend an Ihnen, um zum Schluss zu kommen, ist ja auch, Sie sind zwar ein mittelgroßer Unternehmer, aber Sie sitzen im ÖBB-Aufsichtsrat. Und das hat Sie ja auch irgendwie geprägt, weil Sie plötzlich ja auch ein extremer Fan der Bahn und des Ausbaus der Bahninfrastruktur geworden sind. Ne? Ja, plötzlich nicht. Also ich glaube, die ÖBB ist einfach Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen und leistet einen ganz wichtigen Beitrag, gerade jetzt. Öffentlicher Verkehr ist ein wesentlicher Beitrag zum Erfüllen unserer Klimaziele, sowohl im Personenverkehr, also Österreich ist ja ein Bahnland in der EU Nummer 1, 2200 Bahnkilometer pro Jahr pro Österreicher im Schnitt, aber auch der Güterverkehr, also es ist ganz entscheidend, dass der verstärkt auf die Schiene kommt. Der Güterverkehr wird in Europa bis 2030 um 30% zunehmen. Das sind also 1 Million LKWs pro Tag auf Europastraßen mehr. Und wir als Österreich müssen uns entscheiden, wollen wir ein Lkw-Transitland oder wollen wir ein Bahntransitland sein in Zukunft. Und ich glaube, da ist die Entscheidung klar. Und da ist es auch wichtig, dass man also hier in die Infrastruktur weiter investiert. Und da sagt der Unternehmer Ochsner, was ich auch sehr spannend finde, weil das eben zeigt, wie neue Greentech-Unternehmer ticken. LKWs gehören ordentlich bemautet, sollen eine ordentliche Maut zahlen, wenn sie mit dem LKW durch Österreich fahren. Und der Güterverkehr gehört attraktiv gemacht, damit
die LKWs wegkommen von der Straße? Also ich glaube, es gehört erstens einmal Kostenwahrheit her. Also das heißt, die Schiene darf nicht schlechter gestellt sein. Ich bin jemand, der überhaupt nicht gegen einen LKW ist. Dort, wo Sie es fahren ja selber mit LKWs, nehme ich an. brauchen Ihre wir auch. Wärmepumpen Und werden dort, ja ohne LKW. so ist es. Und dort transportierbar. wo wir regional verteilen müssen, ist der LKW total wichtig. Ich rede hier vom Transit. Das heißt, wenn heute jemand... Sie exportieren viel. Richtig. Ne? Ja. Aber dort, wo jemand in Österreich am Brenner auffährt und dann in Bratislava wieder abfährt und nicht einmal ein Wurstsemmel kauft und hier viel Feinstaub und Abgase da lässt, da können wir nicht als Bürger damit einverstanden sein. Und deswegen glaube ich, dass dieser Transitverkehr auf die Schiene gehört und da kann die Politik auch noch viel unterstützen, europaweit. Um es zusammenzufassen, das Spannende am Karl Ochsner und der Branche, die er vertritt, ist ja eigentlich, dass man sagen muss, er ist ein grüner Unternehmer. Und wir haben in diesem Land viel, viel mehr grüne Unternehmer, als viele vergleichbare Länder aufweisen können. Und wir haben da Riesenchancen als Österreich und mit der Regierung jetzt erst recht. Das ist ja eigentlich Ihre Kernaussage. Das ist die Kernaussage, wobei man sagen muss, die Industrie in Österreich ist schon in vielen Bereichen auch ein Vorzeigekandidat. Ja. Also wir beschäftigen uns in der industriellen Vereinigung sehr stark mit dem Thema Klimaschutz und wollen auch die Ziele einhalten, auch bis Mitte des Jahrhunderts hier wirklich neutral zu sein. Und also auch, ob das jetzt Stahlproduktion ist oder Zementproduktion in Österreich, gehört im internationalen Vergleich mit zu den umweltschonendsten. Und die Industrie in Österreich hat hier einen wesentlichen Beitrag und will da auch ganz klar mitarbeiten. Aber das Spannende ist, unsere Greentech-Szene explodiert. Das ist das Spannende. Das ist das noch Spannendere und auch das ganze Thema Forschung. Das ist auch ein Appell an die Politik, hier zu unterstützen, weil Österreichs Unternehmen investieren also wirklich auch 12 Milliarden in Summe in die Forschung. 2/3 werden von den Unternehmen selbst aufgebracht. Und hier haben wir wirklich eine Chance, international uns einen Ruf aufzubauen als Greentech-Land Nummer 1. Und das ist für Arbeitsplätze und für die ganze Wirtschaft eine Riesenchance. Und man sieht an Ihrem Unternehmen, was da drin ist. Wenn Sie also in den nächsten Jahren von 10.000 Wärmepumpen im Jahr auf 20.000 Wärmepumpen verdoppeln wollen und das nach wie vor am Standort Haag in Niederösterreich. So ist es. Gut, das war der Karl Ochsner. Vielen Ich Dank. freue mich, ihn als Unternehmer des Tages heute bei Fellner Live begrüßen zu dürfen. Alles Gute. Dankeschön. Und spannend mit Ihnen geplaudert zu haben. Vielen Und Dank. bei uns geht es nach einer kurzen Werbepause gleich weiter mit Fellner Live.